Kaum ein Fußballverein in Deutschland spielte so lange an derselben Stelle wie Alemannia Aachen. Und auch wird kaum ein Verein so eng mit seinem Stadion verbunden wie der TSV. Wenn man das Wort Tivoli hört, denkt man nicht an Weltmeisterschaften, Pokalendspiele oder Leichtathletikrekorde. Der Tivoli wird sofort mit dem Namen Alemannia Aachen in Verbindung gebracht, dem Verein, der über 80 Jahre seine Heimat im Tivoli gefunden hatte. Alemannia Aachen ist auch ein Verein, der zum deutschen Fußball dazugehört. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Stadion Touri, dem YouTube-Kanal, wenn es um Stadien und Fußball geht. Im letzten Video hatte ich ja angekündigt, dass ihr aktiv den Content auf diesem Kanal mitgestalten könnt und deswegen gibt es heute exakt dieses Video. Behaltet deswegen auch unbedingt in Zukunft den Community-Tab und meinen Instagram-Account im Blick, um mit abstimmen bzw. Vorschläge machen zu können, worüber wir hier auf dem Kanal sprechen. So, genug geschwafelt, ich wünsche euch viel Spaß beim Video zum Aachener Tivoli. Das Video verschlägt uns wie bereits angekündigt in die westlichste Großstadt Deutschlands, nach Aachen. Bevor wir uns aber mit dem Mythos Tivoli als Stadion beschäftigen, müssen wir in der Geschichte noch einen Schritt weiter zurückgehen, nämlich zum Tivoli Sportplatz. Ab März 1908 vermietete die Stadt Aachen dem TSV das Gelände des alten Landgutes Tivoli an der heutigen Krefelder Straße. Zuvor spielte der Verein seit seiner Gründung im Jahr 1900 innerhalb von 8 Jahren auf 7 verschiedenen Sportplätzen. Nachdem der Verein dann den Zuschlag für das alte Gelände des Landgutes erhielt, wurde dort unter großem Aufwand dann der Sportplatz ausgebaut. Der Name Tivoli hat in Aachen also seit jeher eine ziemlich lange Traditionsgeschichte. Neben dem Sportplatz wurde dem Verein im Jahr 1925 dann ein weiteres Gelände zur Verfügung gestellt, auf dem dann schlussendlich mit dem Bau des Tivoli-Stadions begonnen wurde. Die Entstehung des Tivolis war allerdings alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Immer wieder kamen die Arbeiten aufgrund finanzieller Probleme ins Stocken, deswegen haben die Vereinsmitglieder viele Tätigkeiten selbst ausgeführt. Oft mussten die Alemannen um ihr neues Stadion zittern, ohne das Wissen, dass ihr Werk viele Jahre später einer der legendärsten Orte deutscher Fußballgeschichte werden wird. 3 Jahre nach Baubeginn hatte das Warten und Zittern dann endlich ein Ende. Im Juni 1928 wurde der Tivoli feierlich eingeweiht. Die damalige Kapazität betrug 11.000 Zuschauer. 1953 wurde aufgrund der stetig wachsenden Ansprüche an das Stadion dann ein Ausbau des Tivoli notwendig. Die Realisierung geschah in Form einer neuen Stehplatztribüne, dem Würsener Wall. In dieser Zeit wurde auch der legendäre Spielertunnel fertiggestellt, der über die Jahre fast unverändert geblieben ist. Damals wurde sogar die lichtstärkste Flutlichtanlage ganz Deutschlands in Aachen verbaut. 1968 verkaufte der Verein das Stadion dann an die Stadt, weil Geld benötigt wurde, um die Zugehörigkeit an der Bundesliga sichern zu können. Bei der Platzwahl in ihren Heimspielen setzte die Alemannia jahrelang auf den Heimvorteil. Was wir von den Bolzplätzen kennen, war auch am Tivoli der Fall. Das Spielfeld war nicht gerade, sondern etwas abfällig, sodass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit immer nach unten spielen wollte. Mit diesem Vorteil in der Hinterhand rannte die Alemannia dann im wahrsten Sinne des Wortes im zweiten Spielabschnitt noch den ein oder anderen Gegner einfach nieder. Erst im Jahr 1999 wurde der Platz dann begradigt. Im Jahr 2004 sichert sich der Tivoli dann einen negativen Eintrag in den Büchern der Fußballhistoriker. Das erste Geisterspiel Deutschlands fand am Aachener Tivoli statt. Demgegenüber steht manch heiße Fußballschlacht, bei dem die Alemannen immer wieder vom Mythos Tivoli profitieren konnten. So auch 2004 und 2006, als man vor heimischer Kulisse binnen kürzester Zeit den Rekordmeister FC Bayern gleich 2-mal aus dem DFB-Pokal geworfen hat. Da war sie! Und da war sie gleich! Richtig! Und wird angeschossen von Ibisevic! Aber jetzt hat er keine Chance mehr! Viel schöner Pass zu Lehmann! Er passt! Tor! 3:0, Aachen gegen Bayern, das darf nicht wahr sein. Die Spieler der Bayern sollen vor lauter Frust nicht mal mehr in Aachen duschen gewesen sein, sondern traten einfach direkt die Heimreise an. Zur Stadiongeschichte des Rekordmeisters gibt es übrigens ebenfalls ein Video auf meinem Kanal, ich verlinke euch das mal in die Videobeschreibung. Ab der Saison 2009/2010 startet die Alemannia dann in ihrem neu erbauten Stadion, das ebenfalls Tivoli heißt. Parallel dazu spielte dann die U23 der Alemannen die letzte Saison am alten Tivoli.
Das wirklich letzte Punktspiel in der Geschichte des alten Tivoli bestritt die U23 dann am 7. Mai 2011 gegen Schwarz-Weiß Essen. Es folgte nur noch die Begegnung zwischen der Traditionsmannschaft und einer Fanauswahl am Tivoli, ehe der Abriss des Stadions dann am 26. September 2011 begann. Es war ein Abschied fast schon wie aus einem kitschigen Hollywood-Film, gestern auf dem alten Tivoli. Im Bereich des neu entstandenen Wohngebiets tragen die Straßen Namen wie zum Beispiel an der Haupttribüne Würsener Wall oder Alemannenstraße. Der Wall blieb sogar erhalten und wurde zum Bau von Terrassenhäusern genutzt. Wenn dir das Video zur Geschichte des Tivoli gefallen hat, dann lass diesem Video doch einfach einen Daumen nach oben da. Solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, dann fühle dich jetzt gerne herzlichst dazu eingeladen, das nachzuholen. Wir sehen und hören uns dann kommenden Samstag um 15:30 Uhr, meine Freunde, hier bei Stadion Turi. Bis dahin, haut rein. Ciao.